Hallo Leute und willkommen zum zweiten Teil meines Shadowverse-Klassenüberblicks. In diesem werfen wir einen Blick auf die verbleibenden 4 Klassen, nämlich Waldgeister, Nekromanten, Sanguine und Klerisei. Wie auch der erste Teil des Guides ist dieses Video von Cygames gesponsert. Falls ihr also selbst einmal Shadowverse ausprobieren wollt, nutzt hierfür bitte die Links in der Videobeschreibung. Ebenso findet ihr dort auch einen Verweis zum ersten Teil, den ich letzte Woche hochgeladen habe. Damit wären die Formalien für heute auch schon abgehandelt und lasst uns mit der ersten Klasse des heutigen Videos beginnen, die Heldin Arisa und ihre Waldgeister. Als Fabelwesen des Waldes stehen Feen und der damit verbundene Kartenvorteil im Laufe einer Partie im besonderen Blickpunkt der meisten Waldgeister-Strategien. Feen sind simple Einspielpunkt-Vasallen, welche über einen Angriffs- und einen Verteidigungswert verfügen. Soweit also nicht sonderlich außergewöhnlich, jedoch werdet ihr in dieser Klasse viele Karten vorfinden, die sowohl Feen produzieren und somit eure Kartenanzahl vergrößern, als auch feenverstärkende Effekte, welche entweder die kleinen Feen direkt buffen oder aber andere Karten durch das Ausspielen vieler kleiner Vasallen indirekt unterstützen. Passend hierzu fügt sich auch die passive Fähigkeit der Waldgeister perfekt ins Bild, welche für euch zählt, wie viele Karten ihr bereits im aktuellen Zug ausgespielt habt. Dies ist erforderlich, da eine große Anzahl an Waldgeisterkarten bestimmte Effekte aktivieren, sobald ihr die jeweils notwendige Anzahl an Karten in einem Zug ausgespielt habt. Als Beispiel hierfür möchte ich an dieser Stelle die Magna Botanikerin vorstellen. In ihrer Basisform ist sie lediglich eine 5/5 Kreatur für 6 Spielpunkte, sofern ihr aber mindestens 2 weitere Karten im selben Zug bereits ausgespielt habt, verstärkt die Botanikerin darüber hinaus auch noch alle anderen Vasallen um +1/+1. Ähnliche Effekte werdet ihr häufig in der Waldgeisterklasse sehen, euren Feen kommt demnach eine wichtige Aufgabe zuteil, um möglichst günstig möglichst viele Karten ausspielen zu können. Im Allgemeinen ist die Klasse deshalb auch eher für Combo-Decks bekannt und setzt weniger auf Straightforward-Ideen. Das erlaubt interessante Decks, ist gleichzeitig aber auch ein Nachteil, wenn ihr gezwungen werdet, früh viele Karten auszuspielen, sodass eure Karten später nicht mehr vollständig zur Geltung kommen können. Neben dem aktuell beliebten neutralen Decks ist die Waldgeist-Klasse insbesondere durch 2 Decks bekannt. Zuallererst hätten wir an dieser Stelle das Tempo-Waldgeist-Deck, welches sich um die Karte Rhinoceros Schabe gebildet hat. Diese Karte wurde bereits im Standard-Set eingeführt und zeigt am besten die Identität der Klasse. Egal wie sich der Bild des Decks im Laufe der Zeit verändert hat, das eigentliche Ziel des Rhino-Decks ist immer in einigen wenigen Schüben möglichst viel Schaden zu verteilen. Im Idealfall sogar bis zu einem One-Turn-Kill von 20 auf 0 Lebenspunkten. Die Rhinoceros-Schabe ist dafür perfekt geeignet. Nicht nur erlaubt euch der Sturmangriff sofort zuzuschlagen, obendrein wird sie stärker, je mehr Karten ihr bereits im Zug gespielt habt und die Kosten sind mit gerade einmal 2 sehr günstig, sodass es kein Problem darstellt, alle 3 Kopien in einem einzigen Zug zu spielen. In Kombination mit der Karte Mutter Naturs Anleitung erhaltet ihr überdies die Möglichkeit, die Anzahl der spielbaren Rhinos weiter zu erhöhen. Einfach zurück in eure Hand damit und ein weiteres Mal angreifen, euer Gegner wird sich sicherlich freuen. Egal wie euer Deck letztendlich aussehen wird, das Hauptaugenmerk besteht stets auf einigen wenigen, aber sehr gezielten und starken Attacken. Ähnlich wie das Rhino-Deck ist auch das zweite Deck der Klasse, welches ich heute vorstelle, ein Combo-Deck. Dieses spielt zwar auch mit Rhinos, der entscheidende Punch wird jedoch über die Karten Weißer Wolf und den Silberfall verursacht. Prinzipiell werdet ihr mit dieser Art von Deck versuchen, mit 8 Spielpunkten den Weißen Wolf zu spielen und diesen anschließend in einem für euch günstigen Trade mit einem gegnerischen Vasallen abzutauschen. Hierdurch erhaltet ihr zu Beginn eures nächsten Zuges die teuerste Waldgeistkarte aus einem Deck in eurer Hand und senkt die entsprechenden Spielpunktkosten auf 0. Unerwarteterweise handelt es sich hierbei natürlich um den Silberpfeil. Der Silberpfeil wiederum erlaubt es euch, Schaden in Höhe der Karten in eurer Hand direkt auf den gegnerischen Anführer zu schicken, sodass ein doppelter Silberpfeil für 9 Spielpunkte in der Regel den K.O. eures Gegners bedeutet. Das Ganze benötigt eine längere Vorbereitungsphase als das erste Waldgeist-Deck und ist generell im Vergleich eher schwächer anzusiedeln. Spaß macht es natürlich trotzdem, also versucht es am besten selbst einmal aus. Insgesamt ist die Waldgeist-Fraktion aktuell eine der schwächeren Klassen im Spiel. Überlegt euch also besser vorher, ob ihr wirklich hierfür Decks craften wollt. Eine Klasse, die auf der anderen Seite aktuell richtig gut performt, ist die Sanguin-Klasse mit ihrem Anführer Urias. Diese Klasse zeichnet sich durch eine im Allgemeinen sehr aggressive und selbstzerstörerische Spielweise aus, die nicht nur die gegnerischen, sondern auch die eigenen Lebenspunkte als Tribut einfordert. Bezeichnenderweise ist durch die passive Fähigkeit Blutrache das Verringern der eigenen Lebenspunkte in vielen Fällen sogar wünschenswert. Sobald eure Lebenspunkte auf 10 oder weniger sinken, wird Blutrache aktiviert und viele Karten erhalten zusätzliche mächtige Effekte.
Um euch trotz eurer selbstzerstörerischen Ader nicht zu schnell ins Jenseits zu befördern, verfügen als Ausgleich viele eurer Vasallen ebenso über Heileffekte mittels Aderlass. Prinzipiell handelt es sich also um eine eher rabiatere Klasse, nichtsdestotrotz finden sich auch Control- und langsamere Deckvarianten wieder. Falls ihr eher auf aggressive Decks zurückgreifen wollt, bieten sich die Aggro- und Blutrache-Decks der Sanguine an. Während das Aggro-Deck relativ selbsterklärend einfach nur so oft wie möglich die Lebenspunkte eures Gegners angreift, ist das Blutrache-Deck taktischer und erfordert mehr Geschick. Aggro Sanguin eignet sich hierbei insbesondere für Shadow Wars Einsteiger. Es ist sehr günstig und die Strategie beschränkt sich tatsächlich nur aufs einfache Angreifen des gegnerischen Anführers, während Trades so gut wie nie getätigt werden. Nur unwesentlich teurer, ähnlich stark und mit mehr Tiefgang kommt dagegen das Blutrache-Deck daher. Auch hier werdet ihr den Großteil eurer Attacken auf den Anführer ausführen. Das Balancing zwischen Selbstzerstörung und Schaden verteilen verlangt aber definitiv ein wenig mehr Spielerfahrung. Nichtsdestotrotz macht ihr mit beiden Decks aktuell nichts falsch. Falls euch aber der Sinn nach etwas mehr Control steht, dürfte das Control Sanguin Deck mehr euren Geschmack treffen. Je nach Art des Deckbuilds müsst ihr hier jedoch auf wesentlich mehr investieren. Die Beispielliste richtet sich also eher an Spieler mit einer ausreichend großen Sammlung. Control Sanguin liefert euch einen Haufen an verschiedenen Tools, um mit gegnerischen Vasallenschaden ohne Probleme fertig zu werden. Ich möchte aber an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die zwei zuvor gezeigten Decks wesentlich stärker im aktuellen Metagame funktionieren und sich der Wechsel zu der Control-Variante nur lohnt, wenn ihr mit aggressiven Decks nichts anfangen könnt. Ähnlich zu anderen Control-Decks versucht ihr das Early- und Midgame durch eine Vielzahl an Zerstörungsmöglichkeiten zu überstehen und anschließend im Endgame mit euren mächtigen Vasallen für eine Vernichtung eures Gegenübers zu sorgen. Was für eine Variante ihr auch bevorzugt. Sanguine als Gesamtklasse ist aktuell in sehr guter Verfassung und jedes Deck sollte euch gute Erfolge bringen. In ähnlichem Maße erfolgreich dürfte der Ausflug mit einem Nekromanten-Deck werden. Vorletzten Erweiterung sitzt Luna mit ihrer untoten Armee regelmäßig auf dem Thron des stärksten Decks und selbst unzählige Nerfs später hat sich hieran nicht viel geändert. Als Klasse voller Untoter braucht Luna natürlich auch eine entsprechende Anführerfähigkeit und dementsprechend besitzt die Klasse der Nekromanten Nekromantie-Effekte, welche im Austausch gegen Körper aus dem Friedhof aktiviert werden. Ihr erhaltet mehr Körper für jede Karte, die auf dem Friedhof landet oder aber auch durch spezielle Karteneffekte. Auch ohne den entsprechenden Nekromantie-Effekt zu nutzen, können eure Karten gespielt werden. Aber letztendlich verliert ihr selbstverständlich, wie könnte es anders sein, enorm viel Value, wenn euch die entsprechenden Körper fehlen. Als Beispiel für einen solchen Effekt werfen wir einen Blick auf die Todeswitwe. Normalerweise ein 2-2 erhält die Witwe später im Spiel durch 6 Körper im Friedhof zusätzliche +2/+2. Das ist ein vergleichsweise teurer Effekt, lässt aber erahnen, um was es sich dreht. Mit recht weitem Abstand das beste Deck dieser Klasse ist aktuell die Midrange-Version, welche eine stark tempobasierte Strategie verfolgt. Das heißt für euch, dass ihr versuchen werdet, euren Gegner in schöner Regelmäßigkeit zwischen den Zügen 7 bis 9 zu vernichten. Möglich macht dies die Kombination einer Reihe von äußerst exzellenten Karten, die ihr on-Curve, also zum effektivsten Zeitpunkt, versucht aufs Feld zu bringen. Das Powerlevel aller Karten ist entsprechend hoch und das alles zusammen kombiniert ergibt dann eine explosive Mischung, die sehr schwer für euren Gegner ist zu besiegen. Insbesondere die hohe Widerstandsfähigkeit eurer Vasallen spielt eurer Strategie in die Hände und erlaubt euch in den meisten Fällen Einheiten auf dem Feld zu haben. Falls euch zu viel Tempo Bauchschmerzen bereitet, hätte ich andernfalls noch das Nephith Deck, welches den Control-Gegenpol darstellt. Dies ist ein Deck, welches um die namensgebende Karte Nephith gebaut ist und vorwiegend auf vielen Vasallen mit ihrer Eigenschaft letzte Worte setzt. Diese Fähigkeiten werden aktiviert, wenn euer Vasale zerstört wird, was natürlich zum einen dann geschieht, wenn eure Einheit im Kampf besiegt wird. Andererseits erlaubt euch dieses Deck auch, eure eigenen Einheiten mittels diverser Karteneffekte selbst zu zerstören, um die entsprechenden letzte Worte Eigenschaften frühzeitig nutzen zu können. Und hier schlägt die Stunde von Nephith, welches bis zu 4 unterschiedliche Vasallen aus eurem Deck beschwört und diese sofort zerstört. Was normalerweise ohne Folgen für euren Gegner wäre, sorgt in einem Deck mit vielen Vasallen, welche letzte Worte Fähigkeiten besitzen, für eine gehörige Portion extra Power auf dem Feld. Persönlich mag ich diese Art von Decks sehr und trotz der etwas schwächeren Winrate im Vergleich zum Midrange-Bild gibt es hierfür eine klare Empfehlung. Das bringt mich dann auch zur letzten Klasse im Spiel, welche eine komplett andere Spielweise aufs Schlachtfeld einbringt. Die Klerisei-Klasse ist jene Klasse, welche sich verstärkt auf Amulette verlässt und einen Großteil ihrer Stärke dementsprechend aus diesen zieht. Statt also einfach Vasallen aufs Feld zu beschwören, geht ihr oftmals den Umweg über Countdown-Amulette, die zwar langsamer sind, aber dafür im Endeffekt auch stärker.
Der Countdown dieser Amulette wird zu Beginn des Zuges um 1 reduziert und bei Erreichen von 0 werden die mächtigen letzte Worteffekte ausgeführt. Das dauert dann natürlich dementsprechend, sinnvollerweise gibt es aber auch eine Vielzahl an Support-Möglichkeiten, um den Countdown dieser Amulette zu reduzieren oder die Amulette direkt komplett zu zerstören. Nichtsdestotrotz ist Kleresei wohl insgesamt die langsamste und am stärksten auf Control ausgelegte Klasse. Passenderweise finden sich dann noch viele Heilkarten und Zerstörungszauber innerhalb der Fraktion wieder, sodass auch das längste Spiel überstanden werden kann. Kleresei befindet sich aktuell mit vielen verfügbaren starken Decks in einem ausgezeichneten Zustand und sollte euch zu einigem Erfolg verhelfen. Die beiden beliebtesten Decktypen zurzeit sind Storm Kleresei und Aegis Kleresei. Insbesondere das erste Deck zeigt dabei, dass es trotz der Trägheit der Klasse durchaus Decks gibt, welche relativ schnell und explosiv vorgehen. Dieses Deck zeichnet sich selbstverständlich durch eine hohe Anzahl an Amuletten aus, setzt aber verstärkt auf solche, die Sturmangriff-Einheiten beschwören. Mittels all dieser Vasallen ist es ein leichtes, gehörig Schaden auszuteilen und die Lebenspunkte eures Gegners binnen kürzester Zeit zu vernichten. Amulette sind weniger anfällig für Zerstörungszauber, sodass es eurem Gegner in der Regel schwerfallen wird, eure Sturmarmee gebührend aufzuhalten. Gerade weil es sich anders spielt als die eher langsam agierenden restlichen Kleresei-Decks, erfreut es sich recht hoher Beliebtheit, die Stärke des Decks tut dann ihr Übriges. Komplett gegensätzlich darf dagegen das Aegis Kleresei-Deck gesehen werden. Dieses verzichtet auf aggressive Elemente und setzt stattdessen auf die volle Kontrolle des gesamten Spiels und dann am Ende mit der Karte Himmlische Aegis das Spiel zu beenden. Dieser Vasall ist mit Abstand das mächtigste Tool im gesamten Spiel, das aktuell keinerlei Möglichkeit gibt, die Karte zu zerstören. Sie ist immun für Schaden- und Zerstörungs- oder Auslöschungseffekte und bleibt dementsprechend auf dem Feld, wenn ihr sie einmal ausgespielt habt. Eurem Gegner bleibt dann im Allgemeinen nur die Möglichkeit, euch schnell zu vernichten, ansonsten reichen 2 bis 3 Runden und das Spiel geht zu euren Gunsten aus. Die Spielkosten sind hoch, aber dank eures Fokus auf Kontrolle ohne Probleme zu erreichen. Neben den 2 genannten Decktypen gibt es noch eine Reihe weiterer Decks der Kleresei, welche sich im Allgemeinen auf den Sieg durch den Fokus auf verschiedene Amulette konzentrieren. Hier wären zum Beispiel die beiden Amulette Versiegelte Seraph und Eilers Gebet zu nennen. Insgesamt bietet euch die Klasse viele verschiedene Möglichkeiten, euch auszuprobieren und sie gehört deshalb auch zu einer meiner Lieblingsklassen. Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr lasst einen Daumen oder ein Follow da. Würde mich freuen und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.